Omikron-Lockdown. Okay, gut. Aber hier sollte eigentlich... Nein, da ist es zu und da ist es zu. Gucken wir uns erstmal um und holen uns hier den anderen Bereich. Hat keinen Schädel. Hat keinen Schädel. Hat keinen Schädel. Hat leider keinen Schädel. Und das war die Airlock, wo sie raus wollten, so gesehen. Ja. Es ist so, wie ich es mir wahrscheinlich dachte. Das heißt, die WHU hat mal gerade eben sämtliche Leute ziemlich stark... Etagenauswahl inkorrekt. Ach nee, oberer Bereich. Besten Dank. So, bevor wir jetzt da hinten aber weitergehen, versuche ich jetzt hier erstmal die... Das funktioniert nicht. Was? Stand clear, doors open. Achso, ja. Nicht in der Nähe von den Türen stehen, weil die automatisch öffnen und schließen. Bevor wir da jetzt durchgehen oder versuchen durchzukommen. Versuchen wir es mal hier hinten. Da kommen wir überhaupt nicht durch. Das ist gar keine Chance mehr. Hier haben wir es offen. Und es wird gespeichert. Warum wird da gespeichert? Da haben wir nur einen simplen Ablager- oder Vorratsraum. Das bringt uns auch nicht viel weiter. Da kommen wir nicht durch die Luftschleuse durch. Nicht mit den Händen so an der What the fuck? Schöne Scheiße, schöne Scheiße. Das scheint eine Art Roboter zu sein. Wir können uns zumindest drum herum schleichen, das ist besser als nichts. Oh oh. La 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 la. Ich bin tot. Wieso habe ich die Befürchtung, dass uns dieses Vieh gleich überall her verfolgen wird. Und zwar... Aufmachen sollst du! Und zwar überall her. Komplett überall. Oh, wie schön. Ich habe die Energiequelle. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Geht nicht.
Fuck! Ah, okay, er macht die Augen zu, das heißt... Mach die Augen zu, mach die Augen zu, mach die Augen zu. Los, komm, mach die Augen zu, mach die Augen zu. Mach die Augen zu, okay, gut. Ich glaube, ich bin im Arsch. Ja, ich bin so ziemlich im Eimer. Hier steht, nicht bewegen. Alles ruhig, ich bin nicht da. Fuck! Ich bin im Arsch. Das Tolle ist natürlich, ich bin anscheinend genau den richtigen Weg, nämlich direkt gegangen, nämlich dahin, was uns am wenigsten bringt, oder was heißt, damit wir nämlich schon direkt die ganzen Klamotten haben, aber ich war hier vorne noch nicht drin. Und das ist die Kantine. Sieht ja lecker hier aus. Moment. Dicht machen. Erstmal Heilung. Bitte, danke. Besser. So. Dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Aber anscheinend finden wir hier nichts. Außer Rauschen, weil die Blackbox fehlt. Wie hat er das jetzt gemacht? Wie hat er sich jetzt bitte schon auf diesen Stuhl gesetzt? Ich will es nicht wissen. Was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Okay. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything. And definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. Ach du Scheiße. It's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Und da scheint die Blackbox durchgebrannt zu sein. Linkverbindung nicht herstellbar. Ja, gut, das hatten wir jetzt gerade eben schon. Zurück, Aufzeichnung, Dokumente. So. Tau-Evakuierung. Oh, weia, der ist etwas länger. Ich zeige den jetzt einfach mal. Na, okay, am 13. Dezember gab Wick-Eckler-Besatzung von Tau den Befehl, die Evakuierung nach oben zum Plateau zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging in den Abgrund hinab, um die Evakuierung zu bei der Evakuierung zu protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugplattform und unternahmen mehrere Versuche, Tau zu kontaktieren. Ich beschloss mich dem Standort zu nähern, um sie abzufangen. Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter an zu flackern. Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet und Omega-Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt. Mit meinen Fluchtlichtstrahlern stieß ich weiter vor, bis über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte,
Das setzte sich so fort, wobei das Signal immer wieder abbrach. Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichmann der Außendienstmitarbeiterin Espinosa. Etwas Großes hatte sie fast in 2 Teile gerissen. Als ich die Wichtigkeit der Rettung Taus bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Espinosas Kollegen abgeschlachtet wurden. Da ich keinerlei Möglichkeiten zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ den Leuten in Tau ihrem Schicksal. Ja gut, das ist natürlich ziemlich hart. Mit etwas Glück hat es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Eifer fortsetzen. Zur Vermeidung weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung als völlig gescheitert zu berichten. Ich hoffe, Täter dadurch vor weiteren Versuchen abzuschrecken. Die Managerin von Omikron, Claudia Ernest, hat bereits angeordnet, dass die Aufzugplattform vorerst beim Plateau zu bleiben hat. Mein Bericht über die wilden Tiere hat allen so viel Angst eingejagt, dass sogar Waldeck und Derby aufgehört haben, die Luma-Sonden zu warten. Gut, dass Gorlaski nicht immer ein Standort und dem ich nicht glaube, dass er zugestimmt hätte. Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hätte, aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe alleine mit der WHU arbeiten kann. Kartet, Julia Dawn, okay, das bringt uns nicht für Bilder. Okay, das sind die Teile, das ist ein Bild von außen. Das sind Bilder, okay, das ist dann unten in der Station. Wer ist das? Habt ihr eigentlich schon mitgekriegt, dass die Catherine sich in der letzten Zeit ziemlich komisch verhalten hat? Zumindest kommt mir das so vor, als wenn die halt immer tiefer oder immer mehr reservierter wird, je weiter wir vorankommen. Ein bisschen komisch. Schließen. Nein. Ich glaube, da kommen wir erstmal später her. Oder zu einem späteren Zeitpunkt werden wir da untergarantieren müssen. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir zurückkommen. So schnell wie möglich, weil wir jetzt den Anzug für uns freischalten müssen oder zusammenbauen müssen. Das war hier, glaube ich, irgendwo in der 2. Ebene, soweit ich mich nicht ganz täusche. Jetzt muss ich nur noch den Weg wieder zurückfinden. Oh! Oh oh. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich überhaupt richtig gelaufen bin. Oh, fuck. Komm schon. Wieso habe ich das Gefühl? Shut the door, Cat. Lock the door. It's locked! What's going on? I managed to piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung wie. Gut, dann setzen wir mal. It's crazy. Don't worry, it'll work. Ja, das befürchte ich auch. So, bitteschön. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the suit from the terminal again.
Das ist so krank. Das ist so krank. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. Won't be like before? Close my eyes And then open them again. Alright, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Oh, weia. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Okay, wir müssen die also... Irgendwie, warte, was haben wir denn hier noch? Da können wir ein bisschen höher, Amplitude. Das ist schon ganz gut. Jetzt müssen wir die noch... Nee. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch... Die Frequenz, was ist damit, wenn man die... Also die Frequenz ist die Schnelligkeit. Jetzt müssen wir die mal versuchen irgendwie anzupassen. Oh, weia. Das wird ein bisschen dauern, bis ich das hingekriegt habe. Okay, gut. Setzen wir erstmal alles auf... Einfach erstmal alles auf 0. So. Das sieht eigentlich schon fast gut aus. Ja, jetzt vielleicht noch mal. Nein, die Frequenz war, glaube ich, mit 1 schon gar nicht mal so unübel. Machen wir einen Ausgleich 5. Oh, nee. Ah? Nee. Perfekt! That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Okay, Catherine, ich vertraue dir da einfach mal. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. Well, with the most expensive camera in the world. No, Indian stock photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Hoffentlich klappt das. Wow! Tatsache! What was that? No, it just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What
What if you didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das heißt letztendlich, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann wird er hier alleine rumgurken. Er hat nichts. Er hat gar nichts. Catherine ist weg. Catherine hat uns benutzt praktisch. Einfach kopiert, in einen neuen Anzug gesteckt. Oh. Scheiße, ey. Das ist doch... Der würde auf Ewigkeiten hier vielleicht rumhängen. Vielleicht hat er ja eine Möglichkeit, doch noch da irgendwie weiterzukommen. Vielleicht hat er eine Möglichkeit, irgendwie... Aber ich meine, er weiß jetzt, wie das mit dem Gel funktioniert. Vielleicht hat er ja irgendwie eine andere Möglichkeit, sich dann... Aber er kann sich selbst niemals transplantieren. Er wird hier Ewigkeiten rum... Nein. Sorry, aber... Akkufehler? Inwiefern Akkufehler? Das tut mir, es tut mir leid, aber das... Nein. Nein. Dann lieber schlafen, weg, er kriegt nichts mehr mit, es... Ah. Das ist eine grausige Entscheidung. Das ist echt eine grausige Entscheidung gewesen. Vor allen Dingen jede Entscheidung, die man trifft, ob man Leute am Leben lässt oder ob sie sterben, beeinflusst das Ende. Es gibt wirklich alternative Enden. Das ist jetzt... Oh Mann. Super, und wohin gehen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal weiter, mal gucken, was wir hier so Lustiges finden. Das ist auf jeden Fall eine Plattform. Nein, hier kommen wir nicht runter. Ich weiß immer noch nicht, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, das zu machen oder nicht, aber... bezweifle mal ganz stark, dass es eine gute Entscheidung war. Ich glaube, es war keine gute Entscheidung. Definitiv nicht. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Passagiere 2, einer. Runter. Und jetzt sollte es losgehen. Oder auch nicht. Wie können wir das Ding jetzt starten? Einfach auf den Knopf hier. Oder auch nicht.
Können wir auf irgendeinen Knopf, können wir irgendwas, können wir irgendwo irgendwie etwas starten? Müssen wir vielleicht das Ding noch mit Strom versorgen? Da können wir uns schon mal nicht reinsetzen. Wie sollen wir das Ding jetzt hier bitte schön starten? Du bist echt lustig, Catherine. Passagiere 2? Wieso 2? Egal. Gut, dann sind wir halt zu zweit. Passagiere 1. Gut, dann halt einer. Mir doch egal. So. Take a seat and we'll be off. Wieso steht er jetzt schon wieder auf 2? We figured out what happens when we die yet? Is that even possible? There's some kind of afterlife. Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? There's someone up there who can call me an imposter? Catherine? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. They basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Die Frage ist Say berechtigt. something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Catherine? Oh. Kath? Hello, Catherine. What happened? Ich glaube, der Strom ist weg.
Oh, aufpassen, nicht runterfallen. Keine gute Idee. Was ist das denn? Oh, eine Sicherung ist rausgeflogen. Oh. Was zum... Ficken ist das? Die sind ja überall. Cool. Was sind das für Viecher?